Hallihallo, Lovely. Du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich heute eine Frage. Ich möchte wissen, wie dein Herzmensch bzw. deine Liebe, dein Gegenüber zu dir steht. Und ja, jetzt heute speziell auf die Liebe gelegt, okay? Nicht irgendwie beruflich, familiär, freundschaftlich, wie auch immer. Wir möchten auf eine tiefe Verbindung schauen, auf eine Herz-zu-Herz-Verbindung, direkt im partnerschaftlichen Bereich. Gut, gut. Ich hole mir erstmal die Karten ab. Das komplette Kartenbild. Sorry für den Lärm. Und dann starten wir in die Legung. Das war nix. Machen wir nochmal. So. Auf los geht's los. Also, wie steht dein Schatz zu dir? Ich habe bewusst die Frage so formuliert, um einfach den Raum zu lassen für verschiedene Ebenen. Ja, um zu gucken, was ist allgemein, vielleicht zeigen sich hier eher die Gedanken, vielleicht zeigen sich eher die Gefühle oder die nächsten Schritte, was auch immer. Die Mäßigkeit. Die 3 der Münzen. Der Magier zusammen mit dem König der Münzen. Oh, die Königin der Münzen. Der König der Münzen und die Königin der Münzen. Ist es nicht nett? Und dann unter dem Deck die 20, das Gericht. Komm, gleich mal die nächste Reihe. Ich finde es schön, dass hier das Münzpärchen liegt. Das ist schon mal dieser Hinweis auf diese Stabilität, auf die Wertvorstellungen, auf das, wie heißt es, auf dieses Bodenständige. So, erhalten für die Mäßigkeit. Die Trennung für die 3 der Münzen. Das Bodenständige, die Manifestation für den Magier und den König der Münzen. Es ist so eine schöne Energie. So eine, okay, nee, das ist den Block, den schmeißen wir hier weg. Rückkehr. Oh, okay. Okay, und unter dem Deck die Führung. Was ist das hier? Die perfekte Liebesgeschichte? Nein, die perfekte Partnerschaft, sagen wir es mal so. Wir haben hier keine großartigen Verliebtheitsenergien, darum geht es hier gar nicht. Ob jetzt du in deinen Partner verliebt bist oder er in dich verliebt ist, das merkst du selber, das weißt du selber. Was sich hier aber rauskristallisiert, und das finde ich ist eine super wichtige Energie innerhalb einer Verbindung, innerhalb einer Partnerschaft, innerhalb einer Beziehung, das ist die Stabilität. Und die Stabilität zeigt sich hier
als Neugeburt, als Wiedergeburt innerhalb eurer Verbindung. Warum? Wir haben hier am Anfang die Mäßigkeit und die 3 der Münzen, ja, mit den zusätzlichen Energien quasi das Erreichen, Erhalten, die Trennung, die Abspaltung, die Ablösung, das Loslassen. Das heißt, hier scheint es, als wärt ihr 2 vorher vielleicht zusammen gewesen, ja, in dieser Partnerschaft, aber nicht wirklich vereint. Vorher war vielleicht einer von euch beiden eher so ein bisschen verstreut, Aufmerksamkeit vielleicht eher nach außen. Ich glaube, ich kann kurz ein Beispiel dazu nennen. Stell dir vor, du bist mit jemandem zusammen und der kriegt jetzt einfach mal den schwarzen Peter in die Schuhe geschoben. Ja, der andere, der hat diese Sachen gemacht. Also, und dein Partner hat sich immer mehr um andere gekümmert als um dich. Du bist zwar, oder ihr 2 seid zwar zusammen in einer Partnerschaft, aber doch, wenn jemand anderes gerufen hat, ist dein Partner gesprungen, geschwommen, gelaufen, wie auch immer, und hat dort gleich Hilfestellung und Unterstützung geleistet oder war dort sehr engagiert. Und vielleicht gab es aber Momente, wo du dir gewünscht hättest, dass er jetzt eher an deiner Seite ist, dass er mehr für dich da ist. Also sowas in der Art, okay? Einfach vielleicht sogar auch, ja, vielleicht sogar auch die Tatsache, dass dieser Mensch dich als selbstverständlich wahrgenommen hat. Du bist eh hier, also passt doch alles. Eventuell in den ein oder anderen Fällen ist es auch so, dass es umgekehrt sein kann, dass du vielleicht hier die kommenden Erkenntnisse hier hast, worüber wir gleich sprechen werden, dass du vielleicht deinen Partner nicht in dieser Form wertgeschätzt hast. Ja, das ist das Wort. Wertschätzung. Hier geht es um Stabilität und um Wertschätzung innerhalb dieser Partnerschaft, die sich jetzt aufzeigen wird. Ihr seid ein Liebespaar, das vielleicht vorher nicht ganz in dieser Stabilität und Wertschätzung war, und genau das passiert hier zwischen euch beiden. Ich meine, wir haben hier nicht umsonst, ich muss mal so rumnehmen, dass man das in der richtigen Reihenfolge sieht, hier der Magier und der König der Münzen und dann deine Energie hier automatisch, egal ob du mir als Mann oder Frau zusiehst, die Königin der Münzen. Und das ist hier dieses perfekte Paar zusammen in Form von dieser Stabilitäts- und Wertschätzungsenergie. Okay, also das heißt jetzt nicht, dass nur König der Münzen und Königin der Münzen zusammen sein dürfen oder König der Kelche und Königin der Kelche etc., sondern es geht darum, dass es hier nochmal zeigt, wie perfekt die Energien aufeinander abgestimmt sind innerhalb dieser Verbindung. Es ist die gegenseitige Wertschätzung. Es ist das, was sich entwickelt hat aus eurem gemeinsamen Weg, aus dieser Zeit. Natürlich bedenken wir hierbei, das ist eine Verbindung, wo ihr schon oder in der ihr schon sehr viel miteinander erlebt habt an Intensität. Es geht jetzt gar nicht darum, in erster Linie, wie lange ihr schon zusammen seid, wie viele Monate, wie viele Jahre oder sogar Jahrzehnte ihr miteinander verbracht habt oder zusammenlebt. Das spielt tatsächlich keine Rolle. Hier geht es eher um die Intensität eurer Beziehung, die Intensität eurer Herzensverbindung. Ja, hier kommt Wertschätzung rein, hier kommt Stabilität rein, hier kommt Manifestation rein. Vielleicht sogar wird jetzt die Entscheidung getroffen, dass man zusammenzieht, dass man eine Familie gründen möchte, dass man den ein oder anderen nächsten Schritt miteinander geht. Ist zwar nur ein kleiner Teil, aber ich habe hier auch so die ein oder andere Reisegruppe mit drin, wo diese Verbindung, diese Beziehung vielleicht heimlich stattgefunden hat. Ja, stellen wir uns mal vor,
Ist es irgendwie Arbeitnehmer und Vorgesetzter? Ja, die sind hier heimlich verliebt und führen heimlich eine Beziehung. Und irgendwann ist es so weit, weil es vielleicht auch nicht gern gesehen wird innerhalb der Firma. Und irgendwann ist es aber so weit, dass beide dann Ja zueinander sagen und einfach sagen so, hey, wir sind zusammen und wir gegen den Rest der Welt. Und ich sehe dich, ich erkenne dich an, du bist mein Partner. Das ist diese Energie. Ich erkenne dich als meinen Partner an. Und was ich hier noch als total schöne und warme, geborgene Energie zeigt, ist diese Rückkehrenergie bei dir, also bei der Königin der Münzen. Vielleicht hattest du in Gedanken schon diese Verbindung, diese Beziehung aufgegeben. Vielleicht ist es auch so, dass ihr schon lange zusammen seid und du hast dir gedacht, so wow, ich bin irgendwie, ja, mein Partner nimmt mich einfach für selbstverständlich. Ich bin nichts mehr Besonderes, ja, ich bin einfach nur da, ich gehöre schon zum Inventar. Ich bin diesem Menschen nicht mehr wichtig und vielleicht hast du mit dem Gedanken gespielt, dass du gesagt hast, sollte ich vielleicht eher meinen eigenen Weg gehen? Trotz der Liebe, ja, ich meine, manchmal muss man sich auch trotz großen Gefühlen und trotz tiefer Liebe für sich selbst entscheiden. Wenn jetzt dieses Gegenüber, dieser Partner sich zum Beispiel nie ändern würde, dann sollte man hier und da vielleicht überlegen, was bin ich mir selbst eigentlich wert? Brauche ich jemanden an meiner Seite, der irgendwie nur das Geld heimschafft und uns irgendwie ein Leben ermöglicht, was weiß ich, was da Sache ist, ja, aber nie wirklich da ist? Oder durch Abwesenheit glänzt oder so, ja? Also, ihr Lieben, ich hol gerade so sämtliche Beispiele rauf. Bitte spür dich da selbst rein. Genau, jetzt wieder mal ganz zurück zum Thema. Diese Rückkehr dieser Energie, dieser Liebe, dieser Gefühle, dieser Wärme, dieser Geborgenheit, was auch immer hier das Thema ist. Ich sehe, wie du das auch wieder annehmen kannst, wie du diese Verwandlung siehst, wie du diese Stabilität wahrnehmen kannst in all ihren Facetten. Ich spreche hier auch ganz speziell von Seelenpaaren oder von Paaren, Beziehungen, Partnerschaften, wo mindestens ein Teil von euch, also einer von euch beiden, schon wusste, schon immer gespürt hat, wir gehören zusammen. Das ist ein Grundgesetz für diese Inkarnation. Und dann hast du eventuell gezweifelt daran, weil alles im Außen irgendwie komisch verlief, ja. Da war kein Miteinander oder kein Miteinander mehr. Vielleicht war es früher so und dann hat es nachgelassen oder was auch immer hier Sache ist. Das kommt jetzt wieder. Und du erkennst einfach, ich habe es doch gewusst, ja. Ich hatte recht damit. Wir gehören zusammen. Und das zeigt sich und das ist der Beweis. Hier ist die göttliche Führung mit drin. Hier sind diese karmischen Themen mit drin. Ihr müsst zusammen sein. Hier gibt es vielleicht auch bei dem ein oder anderen Seelenverträge. Und das wird ihm bewusst. Ja, wir haben ja hier speziell die Frage heute gestellt, ich habe die Frage ganz vergessen, wie steht er zu dir oder wie steht er zu eurer Verbindung? Ist ja auch egal, wir haben jetzt so viele Informationen bekommen innerhalb dieser Legung. Du siehst, er wendet sich ab von irgendwelchen Ausschweifungen, von irgendwelchen Ungleichgewichten, von irgendwelchen Zerstreuungen und widmet sich voll und ganz dir beziehungsweise euch beiden, eurer gemeinsamen Partnerschaft, eurer Beziehung.
Der Ruf des Seins. Er kommt zu dir und möchte bleiben. Möchte mit dir ein wundervolles, geborgenes Zuhause erschaffen. Im Herzen zu Hause. Da können wir doch gar nicht anders, als eine Liebesbotschaft zu ziehen. Aber ich möchte heute nicht die normalen Liebesbotschaften, sondern ich möchte die... Moment, ich muss sie mal kurz suchen. Ja, so ist das, wenn man so viele Karten hat, dass die überhaupt nicht mehr auf einem Tisch Platz haben. Sorry. Okay. Die Twin Flame Liebesbotschaften. Die hübschen mit dem goldenen Rand. Weil wir hier so eine edle Münzverbindung haben. Nochmal zur Wiederholung, es spielt überhaupt keine Rolle, dass jetzt der König und die Königin der Münzen liegen, okay? Also es muss sich hier nicht unbedingt um zwei Erdzeichen handeln, kann, muss aber nicht. Was bekommen wir hier für eine Liebesbotschaft für euch beide? Hoppla. So viele. Wir haben den Love Song, Nostalgie, die Leidenschaft und unter dem Deck die Liebestaube oder die Friedenstaube oder die Flügel der Liebe. Okay, es ist ein bisschen schnulzig. Ja, nein, es ist nicht schnulzig, es ist kitschig. Aber ich finde es gerade so süß. Eine alte Liebe fängt hier Feuer, lebt wieder auf. Ein Paar verliebt sich neu ineinander. Beschreitet den gemeinsamen Weg voller Liebe, Glück, Leidenschaft. Oh ja, dieses Feuer wird hier entfacht. Vielleicht hast du gedacht, dieses Feuer ist nicht mehr zu retten. Das kann sehr gut sein. Aber es ist gerettet. Ich kann nichts weiter dazu sagen. Guck dir das an. Lass mal einfach nur diese Karten, diese Farben auf dich wirken. Diese tiefe Liebe. Ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen, oder? Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.